Guten Tag, mein Name ist Christian Markus, PLM-Berater bei der Choristo GmbH und ich heiße Sie heute willkommen zum ersten Video unserer kleinen Serie zum SAP Produktstrukturmanagement, SAP PSM, das ich Ihnen heute eben kurz vorstellen will. Das Managen von Produktstrukturen gewinnt gerade zurzeit rasant an Bedeutung für die Wertschöpfung in produzierenden Unternehmen. Dies hat verschiedene Gründe. So drängen Kunden immer mehr auf starke individualisierte Produkte. Die Vielfalt der angebotenen Produktvarianten steigt entsprechend an und die Fähigkeit, Losgröße 1 profitabel anzubieten, wird zum Ziel. Hieraus folgt auch ein Umdenken auf Unternehmensseite. Man denkt in Produktfamilien und Plattformen, auch um das Freigabe- und Änderungsmanagement handhabbar zu halten. Des Weiteren steigt auch die innere Komplexität der angebotenen Produkte immer weiter an. Neue Technologien erhalten Einzug und die an der Entwicklung des Produkts beteiligten Disziplinen, eben Mechanik, Elektronik und Softwareentwicklung, bringen alle ihre eigenen Lebenszyklen mit ein, die innerhalb genau einer Struktur gemanagt werden müssen. Nicht zuletzt geht es auch um das wirtschaftliche Ziel, die Wiederverwendung von Komponenten und Lösungen im Produktportfolio zu erhöhen, das unter immer größerem Konkurrenzdruck weiter an Bedeutung gewinnt. Das SAP Produktstrukturmanagement hilft uns nun, diese Herausforderungen anzunehmen und deshalb will ich es Ihnen nun einmal kurz vorstellen. Hier soll es vor allem darum gehen, einen ersten Eindruck der Funktionalitäten von SAP PSM zu vermitteln. Dazu haben wir ein kleines Beispiel vorbereitet, eine Kfz-Klimaanlage. Wie Sie sehen, besteht sie aus einer Blende, einem Display, einer Elektronikeinheit und einer Kühleinheit. Wie Sie auch sehen, stehen für 3 dieser Funktionen mehrere Lösungen bereit, die je nach Konfiguration der fertigen Klimaanlage zum Zuge kommen oder eben nicht. Schauen wir uns das zur Verdeutlichung aber gleich einmal in Darstellung einer PSM-Struktur an. So, hier haben wir zunächst die Produktfamilie, dann Produkt-Items, darunter die Produkt-Item-Varianten. So hat man schon einen ganz guten Überblick. Benötige ich nun die Daten für eine konkrete Konfiguration, werden die entsprechenden Komponenten eben ausgewählt. Vielleicht zunächst das einfachste Modell mit nur einer Klimazone und ohne Integration der Navigationsfunktion. Hierfür brauchen wir dann also die Abdeckung mit einem Bedienelement, das einfache Display, die zugehörige Elektronik und die eigentliche Kühleinheit. Im selben Schema ergeben sich natürlich auch die anderen Kombinationen und selbst in diesem wirklich sehr stark vereinfachten Beispiel haben wir dann schon 16 mögliche und 4 konsistente Konfigurationen. Wobei wir im System sehen werden, so einfach ist es nicht mal in diesem Beispiel, denn es kommt noch hinzu Software, Parameter für die Software, Handbücher und Services, die ebenso zur Produktstruktur gehören. Und so kommen wir schon auf 576 mögliche und 72 konsistente Konfigurationen in dieser sehr einfachen Struktur, die wir uns nun einmal im System im SAP PSM anschauen wollen. So, hier sind wir dann schon mal beim Einstieg in die Anzeigefunktion für die Produktstruktur in SAP. Unsere Klimaanlage habe ich bereits einmal ausgewählt und so steigen wir hier direkt ein in die Anzeige der Struktur. Auf der linken Seite sehen wir die eigentliche Produktstruktur, die ich mal so weit aufklappen will, wie Sie sie im Detail kennengelernt haben in der Präsentation. Begonnen mit der Kühleinheit. Hier sehen wir von der Produktfamilie den Weg runter zur Product Item Variant, so auch für unser Cockpit. Das ist hier nochmal aufgespaltet, das soll uns nicht stören. Wir nehmen hier mal beispielsweise die Kontrollelemente mit ihren 2 Item Variants, dann das Display mit seinen 2 Varianten und die Elektronik mit ihren 4 Varianten. Und so sehen wir eben das Beispiel, wie eben gezeigt, hier in der Produktstruktur. Die einzelnen Elemente können wir uns hier natürlich auch genauer anschauen. Das heißt, wenn ich eine Variante auswähle, kriege ich auf der rechten Seite hier die entsprechenden Details angezeigt. Dazu zum Beispiel Änderungsnummern, den anhängigen Materialstammsatz, den ich auch ganz leicht abspringen kann.
Des Weiteren finde ich hier natürlich noch ausführliche Beschreibungen, Objektabhängigkeiten, Dokumente, Klassen, weitere Daten, die anhängig sind. Und das wäre eigentlich auch schon der erste kleine Blick, den ich mit Ihnen auf die SAP PSM werfen will. In weiteren Videos wird es noch darum gehen, wie wir nun aus der Gesamtstruktur, die wir hier ganz leicht auch anzeigen können, natürlich zu auskonfigurierten Produkten kommen. Hierzu können wir Simulationen einrichten und auch relativ einfach das Beziehungswissen pflegen. Das ist dann Inhalt des zweiten Videos zum SAP Produktstrukturmanagement. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen guten Eindruck der SAP PSM vermitteln. Und zum Abschluss will ich noch einmal einen Blick mit Ihnen auf die Vorteile werfen, die das SAP PSM bietet. Es gewährleistet eine gesteigerte Datenintegration zwischen den verschiedenen technischen Disziplinen und fördert so die Zusammenarbeit und Effizienz der Produktentwicklung. Die SAP PSM-Produktstruktur stellt eine umfassende Single Source of Truth für alle produktabhängigen Informationen dar und kann so ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum digitalen Zwilling und damit der Digitalisierung sein. Hierüber ermöglicht das SAP PSM auch, dass sich die Entwicklungsabteilung auf die Entwicklung von Produktinnovationen konzentrieren kann und nicht als Ansprechpartner für alle produktbezogenen Daten herhalten muss. Durch die Unterstützung aller möglichen Downstream-Prozesse mit bestmöglichen Produktdaten lässt sich schließlich die Produktqualität steigern und dies wird noch weiter befördert, da die Existenz einer zentralen Produktstruktur ein vereinfachtes und transparenteres Freigabe- und Änderungsmanagement ermöglicht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen ersten Eindruck von der Funktionalität des SAP PSM vermitteln. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie weitere Details zur Funktionalität des SAP PSM interessieren, wie zum Beispiel die Pflege von Beziehungswissen oder auch die visuelle Unterstützung der Produktkonfiguration durch die SAP 3D Virtual Enterprise, verweise ich auf unsere weiteren Videos aus dieser Serie zum SAP Produktstrukturmanagement. Sollten Sie weiterführende Fragen haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an meinefrage@choristo.com. Vielen Dank.